Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs hat in den letzten Tagen für ziemlichen Wirbel gesorgt. Wird ein Auto bei einer Probefahrt nicht mehr zurückgebracht, sondern verkauft, kann die Neukäuferin den Wagen behalten. Warum dieses Urteil nur auf den ersten Blick überraschend ist und wie ihr euch gegen Kriminelle beim Autoverkauf schützen könnt, das erklären wir euch in diesem Video. Mein Name ist Alexander Sievers und wenn ihr mit juristischen und praktischen Tipps auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann abonniert am besten gleich unseren Kanal. Ein wenig kurios war der Fall schon, den das höchste deutsche Zivilgericht, also der Bundesgerichtshof, am 18. September zu entscheiden hatte. Ein Mann kommt in ein Autohaus und interessiert sich für einen Mercedes Camper, eine V-Klasse, im Wert von rund 53.000 Euro. Man kommt ins Gespräch und vereinbart eine Probefahrt. Es werden rote Nummernschilder installiert und der Mann zur Legitimation seiner Person legt einen italienischen Personalausweis, einen Führerschein und eine Meldebestätigung hier aus Deutschland vor. Das Fahrzeug wird ihm übergeben, er fährt davon und kommt nie wieder. Die Papiere waren falsch, auch die Handynummer war nicht die richtige. Wenige Tage später wird dieses Fahrzeug im Internet inseriert. Eine Interessentin vereinbart einen Termin mit dem Verkäufer und man trifft sich am Hamburger Hauptbahnhof. Gegen die Zahlung von 46.500 Euro in bar wird das Auto übergeben. In den Papieren zu dem Fahrzeug steht der Name des Verkäufers. Zudem bekommt sie 2 Schlüssel zum Fahrzeug. Das böse Erwachen, das kommt bei der Zulassung, denn die Zulassungsstelle verweigert der Käuferin die Zulassung des Fahrzeuges mit der Begründung, das Fahrzeug sei als gestohlen gemeldet. Es handelt sich also um das ominöse Auto aus der Probefahrt. Die Fahrzeugpapiere, die die Käuferin bekommen hat, waren gefälscht und das ziemlich gut. Von den Schlüsseln passte nur einer, das bemerkte die Käuferin aber nicht. Für den Händler war die Sache klar. Her mit dem Auto, aber Dalli. Die Käuferin dagegen sagte, nein, ich habe doch hier Eigentum erworben. Ich habe den Kaufpreis bezahlt und konnte nicht feststellen, dass sie in irgendeiner Weise betrogen worden sei. Juristisch ist es so. Grundsätzlich kann man auch Eigentum erwerben, auch wenn man es nicht vom Eigentümer erlangt. Hierfür muss der neue Erwerber allerdings gutgläubig sein. Das heißt, er muss auf den anderen vertrauen dürfen. Hier waren die Papiere so gut gefälscht, dass nach Auffassung der Karlsruher Richter die Frau nicht erkennen konnte, dass sie hier getäuscht wurde. Damit war sie nach Auffassung des obersten deutschen Zivilgerichts gutgläubig. Für diesen Erwerb im guten Glauben gibt es allerdings eine Ausnahme. Im Gesetz, in § 935, heißt es, es ist dann kein gutgläubiger Erwerb möglich, wenn ein Diebstahl oder die Sache anderweitig abhanden gekommen ist. Auf den ersten Blick würde man sagen, die neue Käuferin des Fahrzeugs konnte auf keinen Fall Eigentum an dem Fahrzeug erwerben, denn dieses war ja gerade gestohlen worden. Juristisch ist die Sache allerdings komplizierter. Der Bundesgerichtshof musste entscheiden, war es ein Diebstahl oder kein Diebstahl. Hierfür ist entscheidend, ob das Autohaus dem Probefahrer die Sache freiwillig überlassen hat, kein Diebstahl, oder ob es weiterhin Besitz hatte an dem Fahrzeug. Dann läge hier ein Diebstahl durch den Probefahrer vor. Das Fahrzeug hätte nicht gutgläubig erwerben werden können. Die Vorinstanzen waren sich uneinig. Jetzt entschied das oberste deutsche Zivilgericht, das Autohaus hatte bei der Probefahrt keinerlei Kontrolle mehr über das Fahrzeug. Mit der Überlassung des Fahrzeugs zur Probefahrt wurde der Besitz also freiwillig übergeben. Kein Diebstahl lag hier vor. Das Auto wurde damit also nicht gestohlen, juristisch wurde es aber später lediglich unterschlagen.
Natürlich ist auch das strafbar. Für die hier relevante zivilrechtliche Beurteilung ist es aber ein erheblicher Unterschied, ob es freiwillig herausgegeben wurde oder gestohlen wurde. Nach dem Urteil aus Karlsruhe kann die Käuferin nun die Originalpapiere vom Autohaus herausverlangen. Natürlich hat das Autohaus nun noch einen Schadenersatzanspruch gegen den Probefahrer. Ob der allerdings jemals ausfindig gemacht werden kann, das steht wohl in den Sternen. Auch wenn in diesem Fall ein Autohaus überlistet wurde. Die wenigsten von euch sind natürlich ein Autohaus, aber auch privat kann es hier zu großen Schwierigkeiten kommen. Deshalb lasst euch immer die Original-Personaldokumente zeigen. Ihr müsst wissen, wer ist mein Vertragspartner. Zudem vermeidet ihr es, insbesondere nach diesem Urteil, das Fahrzeug für eine Probefahrt allein aus der Hand zu geben. Zwar liegen die Urteilsgründe noch nicht vor und derzeit ist es nur für ein Autohaus, vermutlich auch auf Mietwagenfirmen anwendbar, aber auch beim Privatverkauf kann es hier zu Problemen kommen. Deshalb keine alleinige Probefahrt. Denn wenn das Auto dann verkauft wird, vom Erwerber bekommt ihr es nicht mehr zurück. Und der vermeintliche Dieb, der ja gerade kein Dieb ist, der ist über alle Berge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Macht's gut und bis bald.